Sehr freue ich mich, Ihnen heute 3 meiner Gemälde der Hoffnungsträger-Serie präsentieren zu können. 1, 2 und 3. 4 sind bereits fertig, das 4. ist allerdings schon verkauft. 3 weitere sind aktuell in der Mache, liegen im Nachbarraum und können wir vielleicht nachher einen Blick drauf werfen. Ich male immer gleichzeitig an mehreren Bildern, weil einfach bei dieser Art der Arbeit sind Mischtechniken. Das heißt, viele verschiedene Materialien kommen zum Einsatz. Farbpigmente, grüne Farbpigmente werden lasierend aufgetragen, liegen die Arbeiten am Boden. Es kommt eine Schüttung auf die nächste und es dauert einfach sehr lange, bis diese Bilder getrocknet sind. Man kann so circa 1 bis 2 Schichten pro Tag auftragen. Deswegen arbeite ich da einfach an mehreren Bildern gleichzeitig. Diese hier sind fertig. Die Idee zu dieser Art der Arbeit oder überhaupt diese Konzentration auf Grün kam, weil mein Galerist Matt Frog aus Belgien mir Privatfotos geschickt hat von einer englischen Kaimauer, die riesengroß war und unten ein riesiger Streifen mit grünem Moos an der Mauer, oben drüber halt dieser Stein mit seinen Ritzungen, mit Rost, mit Kalkablagerungen. Und er meinte zu mir, du, diese Mauer, die erinnert uns total an deine Bilder. Es ist super hier und schau doch mal drauf. Und das habe ich auch gemacht und es hat mich so gefesselt, dass ich dachte, wow, das nehme ich jetzt mal als Anlass. Ich konzentriere mich jetzt auch auf Grün, denn das hatte ich noch nie vorher gemacht, also bei den Mischtechniken. Ich habe noch nie ausschließlich mit Grün gearbeitet. Und dann bin ich eigentlich tags drauf in mein Pigmentegeschäft gelaufen und habe mich mit den diversen Grünpigmenten eingedeckt, habe auch eine Farbskala erstellt, dass ich ein bisschen ein Gefühl für Grün bekomme, für grüne Pigmente. Wie passen die zueinander? Sind die lichtecht? Kann ich die deckend auftragen oder wässrig? Wie reagieren die mit dem Bindemittel? Solche Sachen eben. Mein Pigmentehändler sagte mir gleich, also Frau Gramann, ich sage Ihnen, Grün verkauft sich schlecht. Das ist nichts, ähm, was einen großen Käuferkreis hat. Mei, das war mir in dem Moment jetzt ehrlich gesagt egal. Ich glaube, da darf man sich als Künstler nicht davon leiten lassen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall ausprobiert. Eins ist bereits verkauft. Und ich habe auch mit der Acrylmalerei habe ich ganz viele grüne Bilder gemacht und hatte da eigentlich nie ein Problem. Von da aus habe ich mich da jetzt nicht irren lassen oder kirre machen lassen. Ich wollte es jetzt einfach wissen und ausprobieren. In der Tat war es dann aber so, dass es mir sehr schwer gefallen ist. Also diese 3 Bilder plus das 4. Das hat in etwa 8 Wochen gedauert, bis sie tatsächlich fertig waren. Ähm, Und also ich muss wirklich sagen, dass meine ganze Verzweiflung auch in diesen Bildern drinsteckt, weil es nicht leicht war, sich nur und ausschließlich auf Grün zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ich wollte ja oder ich will Grün zum Helden machen. Also das ist jetzt tatsächlich das Ziel. Ich möchte eine grüne Haptik herstellen, dass es wirklich satt ausschaut und dass es gleichermaßen auch beruhigend wirkt, weil es macht ja auch oder es tut sehr gut, auf Grün zu schauen. Und das wollte ich alles mit diesen Arbeiten erzielen. Und dann lagen die am Boden und es hat wirklich lange gedauert, ähm, bis ich, bis ich bis sich was rauskristallisiert hat, mit dem ich weitermachen konnte. Also es lag einfach Schicht auf Schicht. Dann habe ich angefangen nachzuforschen, wie haben das andere gemacht, wie haben das große Künstler gemacht, wer hat überhaupt mit Grün schon gearbeitet und habe festgestellt, dass es tatsächlich ganz wenig gibt. Cy Twombly hat eine grüne Serie gemalt, Emil Schumacher hat ganz wenig, aber es gibt grüne Bilder, aber ganz wenige, wobei da auch noch andere Farben eine Rolle spielen. Ähm,
Also davon gibt es was. Und sonst ist es vergleichsweise wirklich dünn. Also ich habe wenig gefunden, habe im Gegenteil eher nachgelesen, dass in der ganzen klassischen Moderne das Grün eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und wenn man sich selber überlegt, welche grünen Bilder kennt man oder wo ist überall Grün drin, dann gibt es einiges, aber das Grün wird gar nicht reflektiert. Also zum Beispiel ist bei den Seerosenbildern von Monet, sind ja ganz, also die Bilder kennt jeder, aber man erinnert das Blau und man erinnert nicht das Grün, was auch in den Bildern drin ist. Naja, also ich auf jeden Fall hier im Atelier mit meinen grünen Bildern. Eine Schicht Pigment kam über die nächste. Dann habe ich festgestellt, also ich war nicht zufrieden, es war alles stumpf, hat mir nicht gefallen, ähm, dass auch in der Natur Grün nie einzeln vorkommt. Es ist immer changierend. Also man ist von Grün umgeben, aber es ist nicht eine Farbe. Es ist ganz viel unterschiedliches Grün. Es ist lichtdurchbrochen, es changiert, es reflektiert, es ist dunkel, es ist hell, es ist Schatten. Und es ist einfach ganz viel Grün und es ist nie nur ein Grün. Also wollte ich dann, oder das war dann eigentlich das nächste, dass ich versucht habe, wirklich ganz viel Tiefe herzustellen, indem ich eine hellere, dunklere Pigmentschicht aufeinander gelegt habe. Also hier sieht man auch ganz deutlich bei den Läufern, bei den Schüttungen, dass ganz viel aufeinander liegt und das, was unten drin ist, ist immer noch sichtbar, so dass eine Tiefe tatsächlich hergestellt wird. Tiefe im Bild. Dann habe ich versucht, was dagegen zu setzen. Okay, grün. Also vielleicht ein Weiß dazu. Aber das Weiß war viel zu hart. Das war ein ganz brachialer Kontrast, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Also an mancher Stelle spitzelt noch ein bisschen Weiß durch, dem ich praktisch erlaubt habe, da zu bleiben. Aber nur ganz minimal. Hier zum Beispiel und auch hier beim Hoffnungsträger 3 sieht man ein bisschen Weiß. Ich bin dann eher ausgewichen auf das graue Schiefermehlpigment, was einfach viel weicher ist und nicht so hart kontrastiert wie Weiß. Hier unten sieht man zum Beispiel diese hellen Stellen, das ist alles dieses hellgraue Schiefermehl. Dann bin ich dazu übergegangen, Rost einzusetzen, weil das kenne ich gut. Hier sind noch so diese Überbleibsel vom Rost. Habe ich mit meinen türkisen Mischtechniken ganz viel gearbeitet und dachte ich, na super, das ist vielleicht auch gut mit Grün. Ja, Pustekuchen, war gar nicht so, war viel zu krass, viel zu laut, viel zu vordergründig und aufdringlich. Also habe ich das Rost wieder zurückgenommen, wieder die nächsten Schichten Farblasur, grüne Farblasur drauf gegeben auf die Bilder, aber sehr wässrig aufgetragen, so dass das Rost oder der Rost nicht völlig überdeckt war, sondern immer noch an vieler Stelle durchspitzelt. Also hier zum Beispiel sieht man, sieht man diese Roststruktur, ja, oder auch hier diese Linien. Das ist alles der Rost, der zurückgenommen wird. Und auch hier in dem Bild sieht man so leicht, so eine ganz leichte Orangigkeit oder Rötlichkeit. Und auch hier sieht man so erhabene Stellen, wo noch ein bisschen Rost dabei ist. Und das ist ganz wichtig für die Bilder, denn dieses bisschen orangener Rost führt dazu, dass dieses Grün warm ist, dass die Bilder ausgewogener sind und nicht kalt sind. Es macht das Ganze schön warm. Beim Hoffnungsträger 1 beispielsweise hat sich dann diese dunkle Struktur gebildet oder diese dunkle Fläche. Und es hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich, ja, die versuchst jetzt zu fassen. Und dann kam im nächsten Schritt diese gestische Zeichnung drauf, die Linienführung. Und die ist ganz locker gesetzt. Es ist keine feste Form. Trotzdem ist für das Auge
hier eine feste Form und eine Bewegung sichtbar und zu sehen, obwohl es eigentlich was ganz Lockeres ist. Beim Hoffnungsträger 2 habe ich wieder mit einer gestischen Zeichnung gearbeitet. Das erinnert dann eigentlich an Blattwerk und auch an Natur und gibt gleichermaßen dem Bild eine unglaubliche Ruhe. Hoffnungsträger 3 hat keine Zeichnung und ist von diesen 3 Bildern jetzt die flächigste oder das flächigste Gemälde und erinnert am meisten an, ja, an Garten oder an Natur. Und hier sind diese kontrastiven Läufer, die Farbe ist sehr flüssig aufgetragen, geben dem Bild Spannung und der Blick gleitet dann von hier unten, fällt der Blick drauf und gleitet dann oder geht nach oben. Und anstelle von schwarzen Zeichnungen habe ich hier versucht, schwarze Läufer zu setzen. Also hier mit einem Pinsel ist die Farbe wässrig aufgetragen und nach unten geflossen und es sind nur noch Spuren übrig geblieben und ist in dem Fall dann einfach zarter als der harte Kohlestrich. Gefasst sind alle 3 Arbeiten in schwere schwarze Metallrahmen, die mir hier ein Schmied aus der Region angefertigt hat. Das ist auch der Schmied, von dem ich die Asche beziehe, die unter den ganzen Arbeiten liegt. Also es ist ganz lustig, ich hole aus der Schmiede dann immer die Asche in einem großen Eimer und gebe, bevor ich mit den grünen Farbpigmenten anfange, die Asche großflächig auf die Bilder, um schon mal so eine Grundstruktur zu haben oder so eine Grundhaptik wird durch die Asche erzeugt und dann kommen die einzelnen Farbschichten auf das Bild. Ja, von diesem Schmied mit der Asche sind auch die Rahmen, die schweren Metallrahmen, die gleichermaßen aber auch, weil sie sehr schmal sind, sehr fein und hochwertig sind und eigentlich die Massivität dieser Arbeiten optimal ergänzen.